Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Die Zeiten, in welchen ich regelmäßig Hundeausstellungen besucht habe oder gar selbst als Formrichter dort arbeitete, gehören genauso der Vergangenheit an, wie die Tage, an welchen ich am Platz Hunde trainierte, figurierte oder Turniere auf anderen Plätzen besuchte. Leider. Schichtarbeit und andere Verantwortungen machten mir hier schlussendlich einen Strich durch die Rechnung. Ist so. Kann man nichts tun. Ja. War oder ist das Thema Kynologie deshalb für mich keines mehr, aber ganz und gar nicht. Sonst würde ich Dog Special nicht führen, oder? Hunde haben mich und werden mich immer heiß interessieren. Ich liebe diese Tiere. Sie sind für mich die besten von allen. Auch wenn ihnen die Medien und wie wir wissen auch so manche Länder den Krieg erklärt haben. Vito ist mein 4. Hund. Und ich besitze ihn jetzt seit etwa 5 Jahren. Vor kurzem habe ich darüber nachgedacht, welche Vielfalt an Rassen ich mit ihm zusammen regelmäßig treffe und war extrem erstaunt darüber, wie viele das sind. Ja. Ich habe mir hier eine Liste von diesen Hunden gemacht, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Also, bis gleich. Nun, ich lebe in einer Ortschaft mit aktuell etwa 5000 Einwohnern, eine sehr schöne Gegend mit viel Grün, Felder, Wälder, alles das, was das Hundeherz begehrt. Und nicht nur dieses, wenn man endgültig satt ist nach 40 Jahren urbanem Leben. Ich habe mir mal angesehen, in welchem Radius Vito und ich hier spazieren gehen. Und ich war mehr als nur ein wenig überrascht darüber, dass der so gering ausfällt. Ja? Denn wir sind täglich zwischen 3 und 4 Stunden unterwegs und kommen monatlich auf eine Wegstrecke von etwa 200 Kilometer. Ja, also da glühten schon das eine oder andere Mal meine Bog, meine Schuhe. Und trotzdem beträgt der Radius, in welchem wir hauptsächlich unterwegs sind, nicht mehr als 3 Kilometer. Ist so. Das ist das Revier, welches wir beide zusammen täglich durchstreifen. Mal nördlich, mal östlich, dann südlich oder westlich. Hier und da mal verlassen wir beide diesen Radius und bewegen uns etwas außerhalb davon. Das sieht dann so aus. Aber regelmäßig ist das nicht. Ja, aber bezüglich dieser Ortsangabe möchte ich noch kurz etwas sagen. Mir wurde da mal empfohlen, weniger über meinen Lebensraum zu drehen, wegen verschiedener Dinge. Ja. Das war gut gemeint, ja, weiß ich schon. Aber ich sage Ihnen was. Ich bin weder in einem Zeugenschutzprogramm oder Ähnlichem. Ja. Ich wüsste von niemandem, der mir etwas antun möchte. Und wenn jemand Hass auf mich entwickelt, weil ich es wage, über diesen Kanal meine Liebe zu Hunden auszudrücken, ja, kann ja alles geschehen. Und durch Dog Special erfährt, dass ich in, aufgepasst, 7201 Neudörfel zu Hause bin, ja, dann herzlich willkommen im Burgenland. Ich verspreche auch noch etwas länger hier zu sein. Ja, zurück zum Thema. Knapp 40 verschiedene Hunderassen sind es, welche Vito und ich regelmäßig beim Spazierengehen treffen. Ist schon eine Hausnummer, dachte ich mir. Und natürlich haben wir auch Kontakt mit super tollen Mixen. Ganz klar, ich treffe häufig einen sehr guten Leistungssportler, der hat eine Hündin aus dem griechischen Tierschutz, eine Zuckermaus, die sich jedes Mal wahnsinnig freut, wenn sie Vito trifft. Ja, die spielen manchmal miteinander und vor kurzem ist eine zweite Hündin bei ihm eingezogen, eine Jack Russell Mixhündin, welche mit ihren Geschwistern in einem
Bananenkarton in einer Bananenschachtel in Neusiedl am See gefunden wurde. Ja, Wahnsinn. Ja. Ein Nachbar von uns, also die wohnen schräg hinter uns in einem Haus, der hat eine Mixhündin aus dem spanischen Tierschutz, ebenfalls eine sehr hübsche Hündin, die anatomisch etwas an Vito erinnert, allerdings etwas zarter und kleiner ist, auch eine ganz freundliche Hündin. Dann treffe ich manchmal einen Mix-Rüden, der Vito sehr ähnlich ist, nur etwas weniger Schulterhöhe vorweist. Doch Vito und dieser Rüde werden keine Freunde mehr, zumindest nicht in diesem Leben. Und ein Installateur, der auch bei uns schon Arbeiten verrichtet hat, der hat seit längerer Zeit schon einen Rottweiler deutschen Schäferhund Mixrüden. Mit dem spielte Vito schon mal, aber das ist schon einige Jahre her. Ich glaube, mit dem Spiel ist es jetzt vorbei. Auch ein wunderschöner Rüde. Und natürlich treffen wir noch viele, viele andere tolle Mixe. Doch die Vielfalt an Rassehunden ist schon irre. Ja. Irre hoch hier in der Gegend. Dafür, dass wir eigentlich nur eine recht kleine Gemeinde sind. Ja. Ich lese Ihnen mal vor, was ich mit Vito alles regelmäßig hier treffe und versuche diese Hunde auf dieser kleinen Landkarte dort zu platzieren, wo ich sie ungefähr treffe. Ja. Das Ganze lese ich jetzt in alphabetischer Reihenfolge herab. Beginnen wir gleich mit dem ersten und das wäre Django. Das ist mein Freund. Der Hund heißt Rocky und ist ein American Bully. Den besuchen meine Frau und ich mit Vito öfter und bringen ihm Überraschungen mit. Dieser Hund ist leider 24 Stunden am Tag auf sich alleine gestellt im Garten. Der hat sein Futter, der hat sein Fressen, der hat seinen Platz. Gar keine Frage, doch ihm leistet niemand Gesellschaft. Ist so, normalerweise schmeiße ich niemanden am Markt, doch ich tue sowieso nicht mehr. Egal. Der Hund freut sich jedes Mal, wenn Leute vorbeigehen, nett auf ihn einsprechen, mit ihm kommunizieren, ihm etwas mitbringen. Ein wunderschöner American Bully, ein Muskelpaket. Und so bullig, so kräftig, so stark dieser Hund ist, so herzlich lieb ist dieser Hund. Ja, der Hund wird höchstwahrscheinlich als Wachhund gehalten, aber der bewacht gar nichts. Ja. Der beschützt niemanden, der will mit jedem spielen. Ein wunderschöner Kerl. Wie gesagt, hört auf den Namen Rocky. Wenn ich von der Ferne von 20, 30 Metern rufe Django, schwupps ist er da. Also bei mir ist er der Django. Schöner Kerl. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich treffe in Katzelsdorf, das ist etwa hier, wo jetzt dieser Australian Cattle Dog aufpoppt. Manchmal einen Australian Cattle Dog Rüden, etwa 3 Jahre alt. Wir gehen öfter aneinander vorbei. Die Hunde haben sich noch nicht Hallo gesagt. Ich glaube nicht, dass das gut gehen würde. Das Temperament dieses Cattle Dogs spricht dagegen. Also das ist ein Hund mit wahnsinnig viel Feuer. Da hat auch die Besitzerin, eine ältere Dame, recht viel zu arbeiten mit diesem Hund. Über den Hund habe ich schon mal erzählt. Wunderschöner Hund. Ein Blue Heeler. Schöner Kerl. Einer meiner Top-Mittelgroßen. Schöner Hund. American Staffordshire Terrier treffen wir regelmäßig 2. Eine Hündin, die sich mit Vito sehr lieb spielt. Das ist eine Hündin, die sich immer sehr unterwürfig zeigt, die sicher faustig hinter den Ohren hat, ja, aber bei Begegnungen mit anderen Hunden ein sehr freundliches Wesen an den Tag legt. Dennoch, sobald sie dann Kontakt aufgenommen hat und alles klar ist, ja, dann entfesselt sie ihre Energie. Eine wunderschöne grau-weiße Hündin. Einen Rüden treffen wir auch öfter. Ein braun-weißer Rüde, herrlich anzusehen, der nicht abgeneigt wäre, Freundschaft mit Vito zu schließen. Doch Vito ist ein bisschen ein Grieskram bei Rüden. Das werden Sie noch öfter zu hören bekommen in diesem Video. Also hier gibt es nichts mitspielen, aber ein sehr schöner Kerl, dieser Rüde. Ein Ems, der für ein Buche steht. Appenzeller Sennenhund. Eine Hündin treffe ich regelmäßig und einen Rüden. Den habe ich jetzt schon 2 Monate nicht mehr getroffen. Den haben wir immer regelmäßig getroffen. Die Hündin ist absolut unverträglich gegenüber anderen Hündinnen und aber auch gegenüber Rüden. Also hier hat der Besitzer schon etwas zu arbeiten. Die gibt mächtig laut, ja, wenn sie auf andere Rüden trifft. Rotiert an der Leine. Wenn sie auf andere Hunde trifft. Mit dem Rüden, der den Namen Maxl trägt, hatte Vito schon 2 Fights. Da hat der Besitzer, den ich nicht böse sein kann, der ist so sympathisch und so nett, aber der hat die Angewohnheit, dass er mit dem Auto aufs Feld rauffährt, den Hund laufen lässt und mit dem Auto hinten nachfährt. Nur das Problem ist,
Maxl hat keinen funktionierenden Rückruf nicht und ist von Natur sehr neugierig, wenn er irgendwo einen Hund sieht. Ja, der hat uns schon öfter gesehen und dann schwupps war er ja da. Ja, dann kam es zweimal zu Beißereien, aber es war nichts Schlimmes. Ja, das waren die 2 Appenzeller, die wir treffen. Eine bayerische Gebirgsschweißhündin, die zusammen mit Vitos Traumfrau, einer Cane Corso Hündin der Hydra, über die spreche ich nachher, die Garage eines Gaststättenbesitzers gleich ums Eck bei uns bewacht. Diese Hündin ist gefürchtet und die ist schon öfter, normalerweise dürfen sie die Grenze der Garage nicht überschreiten und das haben sie noch nie getan, wenn ich sie gesehen habe. Also die Bremsen, die schießen von der Garagentür ist immer offen, das ist eine riesige Garage. Wenn man die Hunde nicht kennt, also es ist schon eine fahrlässige Geschichte. Ich kenne den Besitzer, er ist ein guter Bekannter von mir. Und vielleicht sieht er das Video auch, aber ich habe es auch schon gesagt. Ja. Die kommen von ganz hinten nach vorgeschossen. Und wie gesagt, die Garagentür ist komplett offen. Wenn sie da vorbeigehen und die beiden Hündinnen nicht kennen, da rutscht ihnen das Herz in die Hose. Das kann ich Ihnen sagen. Nur einmal dürfte die Schweißhündin diese Grenze übertreten haben, diese eigentlich einhalten, als wäre da eine Wand davor, die Bremsen davor hat. Und dürfte einen Golden Retriever gebissen haben, da gab es etwas Trara. Die beiden sind generell etwas gefürchtet in der Gegend, doch Vito lieben sie, alle beide, auch die Schweißhündin, die grimmigere sein soll als die Cane Corso Hündin. Ja, also das ist die bayerische Gebirgsschweißhündin. Wo geht's weiter? Da geht's weiter. Dann haben wir 3 Beagle, die ich immer treffe, 3 Rüden. Einen treffe ich weniger oft, die anderen beiden treffe ich regelmäßig. Und alle 3, das habe ich schon beim Video über Beagle erzählt, sind nicht berühmt für ihre Freundlichkeit gegenüber Artgenossen. Von einem Rüden weiß ich, dass er generell unverträglich ist, anderen Hunden gegenüber. Bei den anderen weiß ich es nicht genau, aber Vito gegenüber sind sie es. Also die geben Vollgas und möchten in dem Moment, wo sie auf Vito treffen, nichts lieber als mit ihm zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn diese Hunde von der Leine gelassen werden. Ja, wir wissen alle, dass unsere Hunde meistens 50, 60, 70% stärker sind an der Leine, als sie es sind, wenn sie abgeleint werden. Aber ja, ich würde es jetzt nicht riskieren. Stellen Sie sich vor, es sind doch recht kleine Hunde und wenn es da wirklich zu einem Fight kommt, sind die recht schnell verletzt. Der Vito ist kein kleiner Hund nicht, ja, aber da braucht man nicht reden. Ja. Wunderschöne Beagle sind das, wunderschön. Kleine, vor Kraft strotzende Rüden, tolle Jäger, aber nicht die verträglichsten, ja, für die sie oft beworben werden. Berner Sennenhund. Einen treffe ich öfter in Katzelsdorf im Rückhaltebecken, der von seiner Besitzerin immer kurz gehalten wird. Bei Hundebegegnungen, ich bin schon öfter bei ihm vorbeigegangen, es war eigentlich nie wirklich etwas und der Hund machte auf mich auch nicht den Eindruck, dass er da irgendwie auf Stress aus wäre. Aber die Besitzerin dürfte das so empfinden, ich weiß nicht. Es wurde da auch schon mal gemunkelt, wurscht, ich möchte da nicht über die Stränge schlagen. Ja. Den treffe ich öfter, etwas zu viel Gewicht, der Rüde, sicher 10 Kilo zu schwer, aber ja, es soll nicht mein Problem sein. Dann einen Jungrüden, den haben wir hier, der ist etwa ein Jahr alt, vielleicht ist er noch gar kein Jahr alt. Hier versuche ich immer etwas mit Vito auszuweichen, da dieser Hund für mich klar erkennbar gerade sozialisiert wird oder bei diesem Hund gerade an der Unart des Pöbelns gearbeitet wird. Ja, wir gingen mal knapp aneinander vorbei, Vito pöbelte, das tut er manchmal, ich stoppte ihn gleich wieder und ich sah aber beim Sennenhund, dass er nicht abgeneigt gewesen wäre, zurückzupöbeln. Hier wurde gleich eingeschritten und ich dachte mir, jetzt jedes Mal, wenn ich ihn treffe, gehe ich da lieber einen Bogen, um den Hund nicht zu, wie man heute sagt, triggern, ja, zum Pöbeln zu triggern, aber schöner Hund. Border Collies. Eine Bekannte von mir besitzt 3 Border Collies. Ich habe sie schon länger nicht gesehen. Ich war jetzt auch schon einige Zeit nicht mehr im Rückhaltebecken in Katzelsdorf, wo sie immer unterwegs ist. Einen Rüden, eine Hündin und die Tochter der beiden, also 3 hat sie. Alle 3 toll folgsame Hunde. Da gab es mal eine Geschichte mit Vito, da war eine der beiden Hündinnen läufig. Ich weiß nicht, ob es die Mutter oder die Tochter war. Und ich war mit Vito ebenfalls im Rückhaltebecken. Er war nicht an der Leine und zeigte mir schon an, und ich nahm es nicht ernst, er zeigte mir schon an, da riecht was gut. Und ich vermutete schon, dass das einer der Border Collies war. Ja, meine Vermutung war richtig, aber ich sag's nur einmal, Schande über mein Haupt, hätte Zeit genug gehabt, um ihm zu sagen, Vito, bleib stehen,
ihn anzuhängen und nichts mehr gewesen. Aber ich wartete ab, weiß nicht warum, manchmal hat man einen Klopfer und bumm, er zischte ab und das waren gut 150 Meter entfernt, vielleicht sogar 200 Meter oder mehr. Ich sah die Hunde nur ganz klein. Rufen nützte nichts, er blendete mich aus, ignorierte mich, der Duft des Mädchens war stärker als der Gehorsam mir gegenüber. Ja, das ärgerte mich. Ja. Es hätte irgendwas geschehen können. Da war ein Rüde auch dabei, der einen Beschützerinstinkt entwickelt gegenüber entweder seiner Mutter oder seiner Tochter. Ja, aber in dem Moment war Vito mädchenblind und obwohl der Rüde zur Attacke auf Vito übergegangen ist, hat Vito ihn ausgeblendet und wollte nur beim Mädchen sein, zum Glück. Es hätte auch sein können, dass er mir dorthin zischt und den Kampf mit dem Rüden aufnimmt. Ja, schuld wäre ich gewesen. Natürlich gab es dann einen Wahnsinns-Donnerwetter für meinen Hund. Das ist so, das hat er nicht zu tun. Ich weiß schon, ich hätte das unterbinden können, das war meine Schuld. Dennoch hat er mir zu folgen. Ja. Sie wissen, was ich meine. Ja. Ist so. Dann treffe ich auch manchmal hier eine Border Collie Hündin. Top Gehorsam, also ganz typisch Border Collie, ein Kommando, er genügt ein Augenzwinkern und der Hund ist beim Besitzer. Läuft ständig ohne Halsband, ohne Brustgeschirr, also die ist immer frei, aber die hat's drauf. Ja. Und der Besitzer auch, also da passt alles. Ja, wir treffen manchmal einen Boston Terrier, von dem habe ich auch vor kurzem erzählt. Ein Rüde, sehr freundlich, der in einem Spiel Vito gegenüber nicht abgeneigt wird, doch Vito beachtet ihn nicht. Wir sind ganz knapp aneinander vorbeigegangen, die Besitzerin und ich haben uns kurz unterhalten. Der Boston Terrier forderte Vito auf, hallo Kumpel, stellen wir uns vor. Vito sah ihn gar nicht an. Ja. Schade, manchmal ist das so. Eine Broholmer-Hündin, eine dänische Prinzessin, treffen wir hier und da mal. Die ist nicht oft da, ich weiß nicht, ob die Dame hier lebt, aber ich habe sie schon öfter gesehen. Einmal sagte Vito zu diesem Broholmer-Mädchen guten Tag, sie erwiderte den Gruß. Ein wunderschönes Mädchen, ganz Broholmer-typisch, mir gefallen diese Hunde wahnsinnig gut. Sieht man auch sehr, sehr selten und ich war sehr erstaunt, dass wir gerade hier in Neudörfel ein Broholmer-Mädchen haben. Also diese dänischen Molosser sind ein Geheimtipp, wenn man Molosser-Fan ist. Ein super Mädchen, Cane Corso. Ja, also wie gesagt, die Partnerin dieser Gebirgsschweißhündin, von der ich vorher gesprochen habe, ist eine Cane Corso Hündin, die Hydra. Das ist die Traumfrau meines Hundes Vito. Und ich wage zu behaupten, dass Vito auch ihr Traummann ist. Ja, auch wenn das dem Besitzer der Cane Corso Hündin gegen den Strich geht. Ich sagte ihm damals schon, erst wenn sie mal läufig ist. Vito, na, die ist schon versprochen, einem anderen Cane Corso. Ja, ich gehe häufig vorbei bei der Garage. Und wenn die Hydra dann nach vorne schießt und die schießt nach vorne, wenn man Hunde nicht lesen kann. Ja. Ich sag's nochmal, da rutscht einem das Herz in die Hose. Aber sie kommt immer auf Vito so zu. Ja, dann stehen sie Nase an Nase und sie wandelt sich um 100%. Und ich liebe dich, Vito. Ja, und es geht schon los. Eine sehr substanzvolle Hündin. Ich sag mal, die wird um die 55, 56, 57 Kilo schwer sein. Dunkelbraun gestraumt, eine herrliche Farbe beim Cane Corso. Nicht kopiert. Eine Hündin mit der Anatomie eines tollen Rüden, das kann ich Ihnen sagen. Also nochmal zurück. Und oft gehe ich vorbei, wenn die Hydra läufig ist. Ja, und ja, was dann immer geschieht, ist, dass Vito am Abend dann meistens beim Fenster steht und zu heulen beginnt wie ein großer Grauer. Ich lüge Sie nicht an. Da glauben Sie, ich habe einen Wolf. Rausholt, Hydra, ich möchte zu dir. Ich dachte mir schon mal, irgendwann gehe ich mal vorbei bei der Garage, wenn sie läufig ist. Der Besitzer nicht da ist. Ich kann nichts dafür. Ja. 2 Monate später kann es dann schon sein, dass er bei mir anklopft und sagt, was hast du getan? Ja, aber ich glaube, ich könnte da nicht Nein sagen zu einem Welpen und ich sag mal, dieser Hund würde länger leben, als der Ärger andauern würde über diesen verschmitzten Plan meinerseits. Ja, also das würde sich für mich rechnen. Ja, aber nein, ich hoffe, er hört das nicht. Ja. Also Hydra, dann treffe ich manchmal da bei Bad Sauerbrunn, ich blende, Sie sehen wo das etwa ist, wo der aufpoppt, ihren Bruder. Ein Wasserbüffel, schwarz wie die Nacht. 70 Kilo schwer, hat mir der Besitzer gesagt. Ich glaub's ihm, der hat sicher 15 Kilo mehr als die Hydra.
ein Über-Cane Corso, ein Wahnsinnsfleck. Also den habe ich das erste Mal gesehen, da sah ich nur einen schwarzen Fleischberg, mit dem mein Hund natürlich wieder einmal dran wollte. Na, was ist die? Gab Probleme? Ein Mordskaliber für einen Cane Corso, also sicher einer der großrahmigsten Cane Corsos, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Schöner Hund, schöner Hund. Und einen dritten Cane Corso haben wir auch hier auf der Kolvenstraße, der bewacht ein Grundstück und das ist ein Hund, der hat einen Bass. Wenn der bellt, wackeln die Autoscheiben. Ich kann mich erinnern, es war voriges Jahr im Winter. Mittlerweile haben sie vorn die Eingangstür zum Garten zugemacht, da er ständig gemeldet hat, wenn jemand vorbeigegangen ist. Und diese kräftige Stimme konnte höchstwahrscheinlich schon für das eine oder andere Ärgernis sorgen. Ich kann es mir gut vorstellen. Voriges Jahr war das noch nicht so, bin ich mit Vito vorbeigegangen, das zur Gartentür hingeschossen und hat wieder seinen Bass spielen lassen. Ich habe gesagt, das ist unpackbar. Und auf der anderen Seite ist eine Dame mit einem Chihuahua vorbeigegangen, die hat nur rüber gesagt, ja, Cane Corso halt. Ja, ich weiß, also ein schöner Hund, aber der ist kopiert. Rute auf 2/3 kopiert und die Ohren auch kopiert. Er dürfte also aus dem Ausland sein. Schöner Hund. Ja, und wenn wir schon bei Chihuahua sind, treffe ich auch regelmäßig zwei in der Früh bei der Morgenrunde, zwei langhaarige Chihuahuas, die an der Leine immer in Richtung Vito Gas geben. Und sagen, komm her, was willst du langer? Doch letztens waren sie abgeleint und ich kam ums Eck. Die Besitzerin sah mich zu spät. Ja, gar nichts haben sie gemacht, die Chihuahuas. Sind stehen geblieben, sind nicht hergekommen. Also so viel zum Thema, an der Leine sind sie häufig stärker, als sie ohne Leine sind. Oh weh, der nächste, ein Ciao. Wir haben hier einen schwarzen und hier herrscht extremst dicke Luft. Also ich möchte sagen, der Ciao und dann noch ein anderer Hund, von dem sie dann zu hören bekommen, das ist Vitos Lieblingsfeind, den Aster. Ja, er ist der kann ihn nicht ausstehen. Wenn der Ciao 10 Minuten oder 20 Minuten vor uns einen Weg gegangen ist, dann merke ich das. Vito dreht mir durch. Der fährt am Boden mit der Nase wie ein Staubsauger, die Rute in der Höhe, das Nackenfell gesträubt, von Kopf bis hinten zur Gruppe. Und ich denke mir, wem hat er da in der Nase? Und fährt er ab mit mir. Und irgendwann einmal von der Ferne sehe ich dann den Ciao dort gehen. Ne? Ja, da dreht er durch. Den mag er überhaupt nicht. Das ist eine Sympathiegeschichte. Ich sagte schon mal, arktisch aussehende Hunderassen, das geht nicht. Ja. Continental Bulldogs treffe ich manchmal 2 Rüden. Und die stellen charakterlich den Rassestandard dar, so wie er beschrieben wird. Die sind ruhig, die sind freundlich, da passt alles. Wie gesagt, der ist mein Sorgenkind, denn häufig sind Contis völlig anders, als der Rassestandard sie beschreibt. Doch die beiden Contis sind so, wie der Rassestandard sagt. Ja, sehr freundliche, ruhige, ausgeglichene Gesellen sind das. Und wunderschöne Hunde-Contis, gefallen mir sehr gut. Deutsch Strata treffe ich manchmal einen. Der Ingo, den gibt es ja nicht mehr. Der riesige Rüde mit dem Fuchs damals, das habe ich schon erzählt. Den Deutsch Strata, den ich jetzt hier und da mal mit Vito treffe, das ist ein recht schlanker, zierlicher Rüde mit starkem Bart, was mir sehr gut gefällt, aber für meinen Geschmack ein wenig zu windig. Ich spreche ihm seine Qualitäten als Jagdhund nicht ab. Soweit ich weiß, ist er in den Händen eines Jägers. Er ist generell schön, ja, und er ist auch ein recht freundlicher Hund. Ich stehe hier etwas blöd, neben mir geht es ein bisschen bergab, deswegen rutsche ich da manchmal weg. Wäre ebenfalls einem Spiel mit Vito nicht abgeneigt. Doch wir sind mal ganz knapp aneinander vorbeigegangen und Vito sagte, lass mich in Ruhe, ich will nicht spielen. Mein Hund, ja, was soll ich tun? Ja, deutscher Boxer, deutsche Bulldogge. Immer wenn ich einen deutschen Boxer sehe, freue ich mich. Nur mein Hund nicht. Hinten beim Zillingdorfer Wald, den ich gerne Gruselwald nenne, ja, in diesem Wald gehen eigenartige Dinge vor sich, habe ich auch schon mal in einem Video gesagt. Und dennoch trotzdem zieht es mich immer hin und rein mit Vito. Jetzt haben sie erst so einen Waldgeist drinnen geschnitzt. So einen Riesenkopf, so einen Waldschrat. Ja. Mir sicher, wenn man den in der Nacht sieht, wenn das Mondlicht scheint, ja, dann hat das schon seinen eigenen Flair, das Ganze. Ja. Habe ich noch nicht getan. Vielleicht schaue ich mir das mal an. Etwas Nervenkitzel. Eigenartiger Wald. Ja. Und dort treffe ich öfter einen deutschen Boxer, einen wunderschönen rot-weißen Rüden, also rot, weißer Brustfleck, weiße Blässe. Herrlich. Schöne Anatomie, kraftvoll, wie ein deutscher Boxer sein soll, athletisch.
freundlich, der ständig mit Vito spielen möchte, und mein unfreundlicher Bandit ihm immer sagt, komm, ich will nicht spielen, ich hau dir zwei aufs Maul, was soll ich tun? Es ist mir teilweise schon peinlich, aber ich kann meinen Hund nicht dazu zwingen, dass er sich mit anderen Rüden verträgt oder dass er andere Rüden liebt. Ich gestatte es ihm. Wenn er einen Rüden nicht mag, dann mag er ihn nicht. Ich habe ihn unter Verwahrung, und wenn es zu viel wird, stoppe ich ihn. Ja. Aber wir haben halt viele Rüden hier, die gern mit Vito spielen möchten, doch er lehnt es ab. Wir haben aber genauso viele oder mehr Rüden hier, die lieber mit Vito kämpfen würden, als sie mit ihm spielen wollen. Ja, da sagte mir mal einer meiner Freunde, der Dirk, er glaube, dass die Neudörfler Luft den Hunden hier nicht gut tut, weil ich so oft von Hunden hier spreche, die doch ziemlich am Rad drehen, wenn sie gleichgeschlechtliche Artgenossen drehen. Und ich sagte ihm, na, gerade die Neudörfler Luft tut den Hunden gut. Denn bei uns sind es wenigstens noch Banditen und Räuber und keine grünen Pazifisten, wie so in so vielen anderen Ländern. Na, das war nur Spaß. Ich glaube, dass hier nicht das Problem, dass die Ursache, dass wir relativ viele schneidige Hunde haben, ja, die oft ziemlich Dampf entwickeln, einfach die ist, dass man Hundehaltern bei uns nicht so schnell Probleme macht mit dem Amt, wie es häufig in Deutschland der Fall ist. Und deswegen Leute, die Erziehung zum Hund vielleicht etwas entspannter angehen bei gewissen Themen. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehen Sie mich nicht falsch? Ich glaube schon, dass das so ein Grund sein kann, ja? Dass Leute hier vielleicht weniger Fokus legen auf unbedingt aufpassen beim Sozialverhalten oder beim Verhalten anderen Menschen gegenüber. Bei uns ist das noch nicht so wild. Also bei uns klopft nicht gleich das Amt an, sie müssen nicht gleich zu einem Wesenstest und das und dort kontrollieren und da. Vielleicht deswegen, ja, dass die Leute ihren Hunden hier etwas mehr durchgehen lassen. Also daran wird es meiner Meinung nach liegen, nicht an der Luft. Ja. Beim deutschen Boxer waren wir, deutscher Schäferhund, der Rex. Wir haben hier einen deutschen Schäferhund, einen Langstock, im Besitz von einem meiner Freunde, dem Costa. Ja, er entstammt einer Showlinie, also diese Abteilung, aber ein wunderschöner Hund. Hier ging es zu Beginn am Anfang noch mit Vito, jetzt geht es nicht mehr. Rex ist jetzt in einem Alter, da zeigt er sich, Vito steigt drauf ein, also jetzt bleiben wir immer so auf 10 Meter Abstand voneinander stehen und unterhalten uns miteinander. Wunderschöner Hund, wie herrlicher Kopf, das kennen wir von der Showlinie der deutschen Schäferhunde, die Sache mit dem abfallenden Rücken. Sie wissen, wie ich dazu stehe. Ja, ist so. Dobermann. Einen braunen Dobermann hier, der wunderschöner Hund. In den richtigen Händen ein Traumhund. Ja. Mehr möchte ich nicht sagen. Und ich treffe manchmal eine Dobermann-Hündin, die hat die Anatomie eines Whippets. Ein Geschoss, die sieht aus wie ein Projektil, also die zischt sicher ab wie ein Windhund. Die treffe ich nicht oft, aber manchmal. Und die spielt auch manchmal mit Vito, mit dem Rüden, mit dem Braunen, von dem ich vorher gesprochen habe. Spielt Vito nicht. Ja. Da würden die Fetzen fliegen. Elos, der angeblich beste Familienhund der Welt. Erschaffen, um den besten Kinderfamilienhund der Welt darzustellen. Arasia, Ciao Ciao, Bobtail, glaube ich. 3 Elos kenne ich. Eine Hündin, die schon etwas älter ist. Da sagt mir die Besitzerin jedes Mal, wenn wir zu knapp aneinander vorbeigehen, ich sollte Vito kurz halten, da sie schon etwas krantig ist. Aber sonst eine nette Hündin. Dann kenne ich in Katzelsdorf einen Rüden, der zuverlässig sein Revier bewacht, der nicht sehr verträglich sein soll anderen Hunden gegenüber. Weiß ich nicht, ich habe ihn draußen noch nie getroffen, ich bin nur oft schon bei ihm vorbeigegangen, wenn er das Grundstück bewacht hat. Ein schöner Hund mit außerordentlich kräftigem Kopf, also weit kräftigeren Kopf als mein Hund Vito hat. Ja, Vito hat keinen Molosser-Schädel, denn sein Kopf geht eher in Richtung Malinois. Aber der Elo ist genauso groß wie Vito und hat mindestens einen 1,5 Mal so breiten Kopf. Also der ziemlich beeindruckend, ein sehr kräftiger Kopf. Gefällt mir sehr gut, der Hund. Und dann treffe ich einen Elo hier bei uns in der Ortschaft, der manchmal, entweder ist er dort zu Gast, ja, oder ob er dort zu Gast ist oder dort lebt, weiß ich nicht genau. Dort lebt eine Pinscherhündin, eine schwarze. Und manchmal ist der Elo auch da drin. Und also wenn da ein Radfahrer vorbeifährt, dann knallt er gegen den Zaun. Wenn ich mit Vito dort vorbeigehe, glauben Sie, der kommt drüber. Und Vito quittiert das mit selben Verhalten. Also die geben sich da am Zaun kalt-warm. Oh, da sehen Sie nur Zähne, bis ich ihn da wegziehe. Also der hat schon Dampf.
Ja, ich kann nicht behaupten, oder ich kann nicht sagen, wie der Hund in der Familie funktioniert. Ist höchstwahrscheinlich, vielleicht ist er der beste Kinderhund, den man sich vorstellen kann. Aber also als wirklich so einfacher und entspanntes Wesen oder so, kommen mir dieser Elo da, der das Grundstück da bei uns in der Ortschaft bewacht, und der Elo in Katzelsdorf nicht vor. Ja? Obwohl angeblich diese Hunde so strengen Wesenstests bei der Zucht unterworfen sind und so weiter. Ja, also ja, trotzdem, kommt immer auf den Halter an. Ist so, ja. Eurasia. Katzelsdorf habe ich das erste Mal diesen Eurasia getroffen. Ich hatte Vito an der Leine, der Besitzer nahm den Eurasia nicht an die Leine. Ich denke mir, wann hängt er ihn endlich an? Ne? Der Hund kam immer näher und plötzlich begann der Besitzer zu schreien, Ronny, Ronny, Ronny. Ich sage, ja, was ist? Woher kennt mich der? Das Problem war nur, der Hund hieß Ronny. Ja. So sind wir dann ins Gespräch gekommen. Ne. Die Hunde hätten sich nicht vertragen, denn nachdem Ronny dann das 10. Mal gerufen wurde, blieb er dann stehen und wurde angeleint. Aber die Rüden zeigten sich gegenseitig keine Sympathie. Ein wunderschöner Kerl, der etwa genauso aussieht wie der, den ich hier als Bild bringe. Schöner Kerl, sind schöne Hunde, Eurasia. Gefallen mir sehr gut. Zählen sicher zu den schönsten arktisch aussehenden Hunden. Ja, tolle Hunde. Ja, Fox Terrier. Einen glatthaarigen Fox Terrier haben wir hier, an dessen Grundstück ich öfter vorbeigehe, das ebenfalls jetzt mehr oder weniger so zugemacht wurde, dass man nicht mehr hineinsehen kann. Denn ich bin dort öfter vorbeigegangen und wir sahen uns öfter. Der Fox Terrier sah öfter Vito und mich vorbeigehen. Ja, das ist ein guter Wächter, der schlägt sofort an. Soweit ich weiß, ist das eine Hundetrainerin, die Besitzerin, mit der ich schon einmal ein Erlebnis hatte. Ja, egal. Manchmal treffe ich sie im Wald, wir gehen uns aus dem Weg, da sich unsere beiden Hunde nicht vertragen. Ja, hier herrscht nicht unbedingt Sympathie vor, aber ein wunderschöner Hund, der einen Top-Wächter darstellt, dieser Fox Terrier. Golden Retriever. Kenne ich persönlich hier nur zwei. Samu wohnt etwa 100 Meter links von uns in einem Haus. Der war lange Zeit Freund von Vito. Und dann gab es da mal einen Zwischenfall. Ich möchte keine schmutzige Wäsche waschen, aber nicht meine Schuld gewesen. Ich war mit Vito auf der Wiese und schickte ihn mit dem Ball. Nach dem 3., 4. Mal, er brachte mir den Ball, warf ihn mir vor die Füße. Hörte ich nur bum, bum, auf einmal war Samu da. Also der Besitzer von Samu hat ihn ausgelassen, die haben sich immer gespielt, die beiden. Und der Hund war auf einmal da. Vito behauptete in dem Moment aber gerade seinen Tennisball. Ja, was soll ich Ihnen sagen? Er sprang den Golden Retriever an den Nacken und schüttelte ihn und es war vorbei mit der Freundschaft. Der Goldie ließ sich das alles gefallen, ist ein kastrierter Goldie, der den ganzen Tag lächelnd herumläuft. Ein Engelchen. Ja. Vito dreht mir am Rad jetzt, wenn er ihn sieht. Obwohl der Goldie nie anstanden macht, ihn herauszufordern, möchte ihn Vito nicht mehr. Was soll ich tun? Ich kann ihn nicht dazu zwingen. Eine Hündin treffen wir manchmal, ein altes Mädchen, muss schon 16, 17 Jahre alt sein, 18 Jahre. Die liegt immer neben dem Eingangstor und ist schon komplett taub. Die hört uns nie. Manchmal, wenn sie dort liegt oder döst, dann fasse ich mit dem kleinen Finger rein und tupse sie an, dann dreht sie sich um und merkt uns, ja, dann freut sie sich. Und Vito freut sich auch. Die begrüßen sich immer, die beiden. Eine süße Zuckermaus, dieses Goldie-Mädchen. Ein Greyhound-Mädchen treffen wir manchmal, ein sehr schüchternes Mädchen. Ein sehr sensibles Mädchen, wunderschön. Und die sieht schon im Stehen wahnsinnig schnell aus. Aber ein sehr schüchternes, vorsichtiges, misstrauisches Mädchen. Aber eine schöne Maus. Ja. Hoverwart. In Katzelsdorf treffe ich öfter einen Hoverwart-Rüden, mit dem Vito schon mal Krach hatte. Da sind auch die Fellfetzen geflogen. Ich hatte Vito an der Leine, der ließ seinen Hoverwart frei. Der visiert Vito an und er sagt nichts. Optisch ein Hundesportler, Sie wissen schon, mit diesen Multifunktionsjacken und was ich nicht alles, Nachtsichtgerät und Stahlhelm und ja. Auf jeden Fall ließ er den Hoverwart in uns hineinschießen. Ich habe Vito ausgelassen und die kämpften miteinander. Egal, den habe ich schon öfter getroffen. Aber jetzt gehen wir uns aus dem Weg. Einen zweiten Hoverwart haben wir hier. Ein recht freundlicher Rüde, allerdings hat er ein Problem. Der ist gesundheitlich angeschlagen, dem geht das Fell aus. Also der ist kurzhaarig. Sieht im ersten Moment nicht aus wie ein Hoverwart. Und ich habe damals gefragt, verzeihen,
darf ich Sie fragen, was da bei Ihrem Hund mitgespielt hat? Der gefällt mir sehr gut. Das ist ein reinrassiger Horvath, nur er hat mir die Art der Erkrankung gesagt, ich weiß es nicht mehr, ich habe es vergessen. Aber ein netter Rüde, also ein wunderschöner Black and Tan Rüde, groß, gute Substanz, also Appetit dürfte er haben, aber leider fehlt ihm das Fell. Ja. Jack Russell, 2 Rüden. Einen Rüden treffe ich öfter bei der Morgenrunde am Wochenende, denn da gehe ich meistens dieselbe Runde und da geht auch daher mit diesem Jack Russell Feuer. Der sieht Vito und bläst zur Attacke. Möchte schon meinen Hund rein und möchte meinen Hund niederwürgen. Ja. Vito beachtet ihn nicht mehr. Früher hat er immer geantwortet und mittlerweile ist er ihm egal. Er geht vorbei und der Besitzer amüsiert sich darüber, dass sein Hund so Gas gibt. Ja. Scheinbar hat er hier die Arbeit oder das Entgegenwirken schon aufgegeben. Einen zweiten Jack Russell haben wir jetzt wieder hier. Die haben schon mal hier gewohnt, sind dann ausgezogen, sind jetzt wieder da. Das ist dieser fast reinweiße Jack Russell. Ja, die haben auch eine Hündin, eine Mixhündin, die Bella. Da geht's mit Vito. Überhaupt kein Problem. Mit Hündinnen hat mein Hund kein Problem. Aber mit dem Rüden, da wird's kritisch werden. Ja. Labrador, 6. 2 Hündinnen treffe ich, die sind wahnsinnig nett. Erst vor kurzem wieder getroffen. Das ist eine Labrador-Züchterin, die war mit dem Rad unterwegs. Das sind 2 Hündinnen, eine schokoladenbraune und eine gelbe. Die haben sie mit Vito gespielt, die haben wir zischen lassen. Wunderbar. Dann treffe ich manchmal 2 Labrador-Hündinnen, das sind Furien. Die wollen meinen Hund fressen, nicht mit ihm spielen. Und hier und da treffe ich 2 Labrador-Rüden, 2 Kastrierte, auch das geht nicht. Ja. Der eine Labrador-Rüde ist völlig entspannt, da ist kein Problem. Der andere, der gibt meinem Hund auch Etzes. Also da müssen wir uns aus dem Weg gehen. Bald sind wir es. Ja. Einen Labradudel treffen wir. Das ist der einzige richtige Kumpel von Vito, der einen nicht kastrierten Rüden darstellt, seit Xanto, Arax, Verzeihung, Arax, den schwarzen russischen Terrier, der war auch sein Kumpel, der war nicht kastriert. Sammy ist ein Labradudel, ein großer Kerl, ein Labradudel, Vito hat 65 cm Schulterhöhe, Sammy ist größer, ja, ein großer Kerl. Der hat eine Art, ich weiß nicht, der packt Vito mit dem Schmäh, der packt Vito mit den Tricks. Vito hat ihn schon 2-3 Mal verwiesen, ernsthaft verwiesen, aber es ist immer so, als würde er zu ihm sagen, ja okay, bleib ruhig, wir sind trotzdem Freunde. Ja. Und so packte er ihn. Und jetzt jedes Mal, wenn Sammy daherkommt, kann ich Vito bitte, ohne Bedenken auslassen, die spielen sich miteinander. Das ist der einzige nicht kastrierte Rüde, der einen Kumpel von Vito darstellt. Der Sammy, der Labradudel. Ich musste da kurz einen Cut in die Originalversion des Videos einbauen, denn ich hätte tatsächlich einen ganz tollen Hund vergessen, nämlich den Monty, einen Lagotto Romagnolo, ein fantastischer Italiener im Besitz von sehr tollen Hundeführern. Also, der Monty, ein Hund, der aktuell ebenfalls schon in einem Alter ist, wo er weiß, dass er einen Mann darstellt, dementsprechend reagiert auf Vito und Vito auf ihn. Zu Beginn ging das noch halbwegs, doch auch das ist mittlerweile schon vorbei. Also, der Monty, wunderschöner italienischer Wasserhund. Lagotto Romagnolo. Weiter geht's mit der Originalversion. Einen Magier Wischler treffe ich manchmal. Der ist auch hier, wo ich auf der Wiese, wo ich aktuell jetzt dieses Video drehe, manchmal mit ihm. Der schickt ihm immer mit dem Frisbee. Auch ein etwas zierlicher Rüde, aber ein sehr freundlicher Hund, der ebenfalls Freundschaft mit Vito nicht abgeneigt wäre, aber was soll ich tun? Was soll ich machen? Ist so. Ja. Vito. Und ein toller Frisbee-Hund. Der schickt den, boom, der zischt ab wie die besten Border Collie oder die besten Australian Shepherds. Ja. Schöner Kerl, dieser Magier Wischler. Malis. Wir haben hier einen Herrn, der hat 3 Malinois und war oder ist mit ihnen bei der Rettungshundestaffel, mit der alten Hündin sicher nicht mehr. Dann hat er noch eine jüngere Hündin und einen jüngeren Rüden, 2 wunderschöne Hunde. Ob er noch aktiv ist mit ihnen, weiß ich nicht, aber sehr folgsame Hunde. Hier ist immer Vito, der Pöbler, immer. Wenn er die sieht, dann gibt er Gas. Ich stoppe ihn dann natürlich immer, aber es dauert immer einige Sekunden, bis mir das gelingt. Und manchmal sehe ich dabei aus wie ein blutiger Anfänger. Er mag die Malis nicht. Fragen Sie ihn, warum das so ist, ich weiß es nicht.
Sie zeigen mehr oder weniger neutrales Verhalten. Natürlich sieht man, dass sie angespannt sind, wenn Vito kommt, obwohl sie ruhig sind. Ja, das dürfte schon reichen, um ihn in der Art und Weise zu triggern, dass er Gas gibt. Ja, also hier geht immer diese Feindschaft von Vito aus. Ja. Das sind Mali atypisch total gelassene, ruhige Hunde, wenn sie vorbeigehen. Also machen keine Anstalten, sind sehr gut erzogen, sehr gut gehalten. Und dann treffe ich manchmal in Katzelsdorf eine Hündin, die spielt öfter mit Vito. Die gibt Mali-typisch Vollgas. Ja, boom, die ziehst ab, bam, bam, links, rechts, rauf, runter, Salto. Ja, Mops haben wir hier einen schwarzen, einen weißen, einen beigen. Ja. Und alle drei geben Vollgas. Ich kann das Geräusch leider nicht nachmachen, was die von sich geben, aber das soll Bellen sein, ja, wenn sie Vito sehen. Ja, 3 süße Möpse auf 4 Beinen. Pinscher, 2 Hündinnen, gleich sind wir durch. Eine Hündin in Braun, eine Topwächterin. Pui, die gibt Vollgas, wenn ich mit Vito vorbeigehe. Und die zweite Hündin ist die schwarze, die manchmal mit dem Elo zusammen das Grundstück bewacht. Das ist eine falsche Agentin. Wenn der Elo am Grundstück ist und auf Vito Gas gibt, macht sie mit und pöbelt auch raus zu Vito. Unterstützt ihren Kumpel, den Elo. Doch kaum ist der Elo nicht da und ich gehe mit Vito vorbei, bezirzt sie ihn. Hallo, du fescher Kerl, willst du nicht reinkommen zu mir auf ein Stündchen? Ja, eine falsche Agentin, aber eine schöne Hündin. Prager Radler, den haben wir erst heute wieder getroffen, der wohnt hinter uns. Der kleine Zwerg, immer wenn er Vito sieht, winselt, er will mit ihm spielen. Vito mag nicht. Ja. Ich habe es dem Besitzer schon ein paar Mal gesagt, wir müssen aufpassen. Heute ließ er ihn wieder ganz nah zu Vito hin. Was soll ich sagen? Schauen Sie, ist mir schon klar, der Hund spürt ihre Energie. Doch lieber habe ich ihn fest im Griff für den Fall der Fälle, als ich lasse ihn locker und bin mir nicht ganz sicher, was er macht. Ja, und habe ihn dann nicht im Griff. Ich hielt ihn also relativ gespannt und der Hund spürte das natürlich und machte Anstalten auf den Prager Radler hin. Da war nichts geschehen, also da war so viel Abstand, dafür habe ich schon gesorgt. Ja, aber er mag nicht spielen. Was soll ich tun? Aber ein süßer Kerl, dieser Prager Radler. Eine Ritschbeck-Hündin treffe ich manchmal hinten in der Rosalia. Die dürfte von der Züchterin sein, hinten in Sauerbrunn. Soweit ich weiß, ist sie das. Eine sehr ruhige, ausgeglichene, sehr freundliche Hündin, die sich mit Vito schon angefreundet hat. So oft haben wir sie noch nicht getroffen, 3-4 Mal. Aber ja, ich treffe sie manchmal. Eine schöne Hündin, sehr, sehr schöne Linie da hinten. Rottweiler, 2 Hündinnen. Allerdings haben wir nicht wirklich Kontakt mit ihnen. Speziell eine Rottweiler Hündin, die zusammen mit einer Mixhündin unterwegs ist. Beide im Besitz derselben Besitzerin. Die wäre nicht abgeneigt, mit Vito zu spielen und Vito auch nicht mit ihr. Doch die andere Hündin, die Mixhündin, das ist eine Radauschwester. Ja? Und deswegen können wir uns nicht nähern. Ich habe den Kontakt schon öfter gesucht, aber mir wurde von der Besitzerin gesagt, na, die Kleine. Und, aber diese Rottweiler Hündin, ui, Top-Mädchen, sehr leistungsfähige, leistungsfähige Anatomie, kein Kraft, schon ein Kraftprotz. Sie wissen, was ich meine, diese typischen Leistungslinien Rottweilern, genau diese Anatomie weiß diese vor, eine wunderschöne Hündin. Die zweite Hündin geht ebenfalls mit einem Sportler, das sieht man ihn an, spazieren. Ist keine unfreundliche Hündin, aber legt etwas härteren Charakter an den Tag und Vito reagiert auf diese Hündin nicht gut, eigenartigerweise. Ja. Vielleicht ist sie kastriert. Da kann es vorkommen, dass er auch mit Hündinnen Probleme hat, von sich aus. Ja. Aber auch eine schöne Hündin. So, gleich sind wir fertig. Samoyedenspitz. Der erste ist der Gizmo, der neben Samo, also vis-à-vis von Samo, dem Golden Retriever, lebt und der ebenfalls ein Freund von Vito war, lange Zeit doch. Und das muss ich sagen, ist so, habe ich auch dem Besitzer schon gesagt. Gizmo ist obwohl er kastriert ist, ein sehr bestimmender Samoyedenspitzrüde. Also ein Hund, der darauf besteht, wenn mehrere Hunde zusammen sind, das Sagen zu haben. Das ging lange Zeit mit Vito gut, jetzt geht es nicht mehr. Und hier genau auf dieser Wiese, die Sie hinter mir sehen, da war mit dem Jürgen spazieren, hier flogen schon die Fellfetzen. Also da haben sie schon die Unterwolle fliegen sehen, da haben sie sich's gegeben. War nicht lang, ja, aber das reichte schon. Ja, und jetzt ist keine Freundschaft mehr vorhanden. Also
bleiben wir 10 Meter voneinander stehen, unterhalten uns, denn nur weil die Hunde sich nicht mehr vertragen müssen, heißt das ja nicht, dass sich die Besitzer nicht mehr vertragen müssen. Also bei uns ist es nicht so. Ja. Wir quatschen nach wie vor miteinander noch, nur die Hunde können wir nicht mehr zusammenlassen. Der zweite Samoyedenspitz fährt dieselbe Schiene wie der Chow Chow. Extremst dicke Luft und höchstwahrscheinlich mit dem Chow Chow Vitos Lieblingsfeind. Der ist ein Besitzer eines Herrn, der auch an Schlittenhunderennen teilgenommen hat und auch den Samoyedenspitz häufig an dieser, Sie wissen schon, diese Bauchleine festziehen lässt. Ich bilde mir ein, dass mir schon mal jemand gesagt hat, dass er auch mit diesem Samoyeden bei Schlittenhunderennen mitmacht. Bin mir nicht sicher. Aber er geht öfter spazieren mit dem Hund in dieser Manier. Der Samoyede, ein extrem kantiger Rüde, der es auch darauf anlegt, mit anderen Rüden zusammenzukrachen. Vito sagt da nicht nein, er nimmt dieses Geschenk an und er würde es lieben, mit diesem Samoyeden durchs Feuer zu gehen, glauben Sie mir. Genauso gern wie mit dem Chow Chow. Ja, ist leider so. Schaplanina, ja, einen Rüden treffe ich manchmal, der lebt mit einem Mix zusammen. Am Ende der Ortschaft ein fantastischer Wächter. Fantastischer Wächter. Wenn Sie da vorbeigehen, sind Sie jedes Mal der Meinung, der kommt raus. Manchmal treffe ich ihn, wenn er mit den Hunden laufen geht. Ja, der geht mit diesem Schaplaninats laufen. Ein sehr typischer Rüde. Sehr schöner Kerl. Und wir haben da hinten eine Werkstatt, eine Autowerkstatt, wo 2 reinrassige Schaplaniner drinnen sind und ein Schaplaniner Mix-Weibchen. Ich habe die Hunde noch nie in ihrem Leben außerhalb dieses Grundstücks gesehen. Ich möchte dazu nicht mehr sagen. Was ich aber sagen kann, ist, dass das ebenfalls vorzügliche Wächter sind. Ja. 3 haben wir noch. Einen Chapai treffe ich öfter, der ist auf Angriff gepolt. Früher hat Vito das Ganze auf selbe Art und Weise beantwortet. Heute eigenartigerweise beachtet er ihn nicht mehr. Also früher hat er zurückgepöbelt. Den treffe ich auch immer am Wochenende dort hinten, wo ich den Jack Russell treffe. Meistens am Samstag. Der Chapai pöbelt nach wie vor mit derselben Intensivität, aber Vito ist es plötzlich die letzten 2, 3, 4 Monate völlig egal. Er beachtet ihn gar nicht mehr. Was nicht? Manchmal weiß ich nicht, was in meinem Hund für Dinge vorgehen im Kopf. Ja, er ist ein bisschen kompliziert. Ja, aber ein schöner Hund. Einen West Highland White Terrier Rüden treffe ich manchmal. Hier ist es recht neutral, ein sehr freundlicher Rüde. Also der nicht unbedingt schräg Terrierfeuer zeigt. Er ist schon quirlig unterwegs und unternehmungslustig und alles, aber nicht so wie der Jack Russell oder irgendwelche anderen Terrier, der Fox Terrier gleich auf Stress aus. Überhaupt nicht. Das liegt Vito. Ich ließ ihn noch nicht spielen mit diesem Rüden. Dazu traue ich ihm zu wenig. Sie wissen, das kann dann schnell gehen. Ja. Speziell bei Hunden, die doch um so vieles kleiner sind als ihr eigener, da muss man schon aufpassen. Ist so. Ja, wenn die Hunde gleich groß wären, dann greift man schnell ein, ist normalerweise nicht schnell wirklich was passiert. Ja. Eine Schramme da, eine Schramme dort. Aber bei so kleinen Hunden, da geht das schon etwas schneller, wenn man da nicht wirklich hurtig unterwegs ist. Aber Vito zeigt sich diesem Westi gegenüber recht neutral und auch der Westi zeigt sich recht freundlich und ist ein sehr schöner Hund. Gefällt mir sehr gut. So, einen haben wir noch, dann sind wir durch und das ist der Zwergspitz meines Nachbarn Erich, der davor die Luna hatte, eine Border Collie Hündin, die wir Gott zum Glück vermitteln konnten. Ja, die hat er nicht gepackt, die hat ihn überrollt, geistig, körperlich, keine Chance. Ja, jetzt hat er einen Zwergspitz, dir fällt jetzt sein Name nicht ein, ich sage immer Quastel zu ihm. Ne? Da hat er mal Glück. Der Zwergspitz ist ebenfalls einer, der gerne mal zu Vito sagt, was ist langer? Brauchst du 2, ich serviere dir 2. Und Erich hat die Tür vis-à-vis von uns, genau gegenüber. Ich stehe draußen mit Vito und reinige ihm nach jeder Spaziergangsrunde, da haben wir das Handtuch hängen, immer die Pfoten, bevor wir reingehen in die Wohnung. Erich weiß das. Er weiß das. Und ich habe ihm gesagt, ja, gewöhn dir an, bevor du mit dem Hund rausgehst, denn er lässt ihn gerne ohne Leine raus bei der Tür. Schau zuerst beim Spion raus, ja, ob ich gerade draußen stehe. Somit verhindern wir Schwierigkeiten. Ja, okay, er weiß das. Ja, scheinbar dürfte er es vergessen haben. Ist noch nicht so lange her. Macht er die Tür auf. Ich stehe mit Vito gerade draußen und 2 Meter neben mir geht halt die Tür auf und der Zwergspitz schießt raus und wollte Vito an die Gurgel gehen. Ich habe Vito noch, da hat er noch das Brustgeschirr gehabt. Da hat er auf dem K9 CDC Power habe ich.
Da oben einen Griff. Habe ihn noch erwischt, denn die Kiefer klappten schon zu vor dem kleinen Köpfchen des Zwergspitzes. Klatsch! Da wäre nicht viel übrig geblieben. Puh, aber da war er ziemlich blass im Gesicht an der Erich. Ja, ein lieber Hund, aber ein Stänkerer. Ja, Zwergspitz. Ja, ist so. Ja, lieber Zuseher, das waren die Hunde, die ich mit Vito regelmäßig treffe. Eine ziemliche Bande, möchte ich sagen. Und als ich das Ganze so Revue passieren ließ, war ich erstaunt, wie viele verschiedene Rassen ich hier treffe mit Vito. Irre eigentlich. Und wie gesagt, wir sind keine große Ortschaft, aber ich bin ja auch in Bad Sauerbrunn und in Katzelsdorf unterwegs, Richtung Lichtenwörth rüber und so weiter. Natürlich, also ich bin nicht nur in Neudörfel da, aber dennoch, es sind recht viele und auch viele exotische Hunde hier anzutreffen. Lassen Sie mal den Gedanken oder lassen Sie mal Revue passieren, welche verschiedenen Hunderassen Sie mit Ihren Hunden antreffen. Das werden sicherlich auch nicht wenig sein. Und es kann schon für das eine oder andere Staunen sorgen. Ja, also wie gesagt, das Thema Kynologie ist für mich selbstverständlich nicht vorbei. Ich habe tagtäglich mit der Kynologie zu tun, ist ja ganz klar. Und ich werde dieses Thema auch so schnell nicht aufgeben. Ja, wie gesagt, unsere Hunde sind die besten, nicht zu schlagen. Von nichts und niemandem. Da sind wir uns alle einig, zumindest die Leute, die auf Dog Special zuschauen. Ja. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt gehe ich nach Hause zur letzten Runde mit Vito. Und das war's schon wieder.